Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal Anti-Imperialist Union of Peace. Heute möchte ich über ein sehr aktuelles Thema sprechen, den Unterschied zwischen Autokratie und Demokratie, auf den sich die US-Vertreterin Nancy Pelosi bezog, als sie das Ein-China-Prinzip verletzte und trotz der Gefahr einer diplomatischen Krise zwischen den USA und der Volksrepublik China die Insel Taiwan besuchte. Was versteht Pelosi eigentlich unter den beiden Begriffen? Und was ist deren eigentliche Bedeutung? Diese Fragen wollen wir in diesem Video klären. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass Nancy Pelosi sich für eine Vertreterin der demokratischen Welt hält. Darunter versteht sie die Staaten der westlichen Welt, zufällig dieselben Staaten, die von unseren Politikern immer wieder als die sogenannte internationale Gemeinschaft bezeichnet werden. Das zeigt uns zwei Dinge. Erstens, die Arroganz des Westens, sich als etwas Besseres als der Rest der Welt zu betrachten, woraus zweitens dessen imperialistisches Auftreten gegenüber konkurrierenden Nationen offensichtlich wird, was in ungezählten völkerrechtswidrigen Kriegen und Interventionen der USA und ihrer Verbündeten im Namen der Demokratie resultiert. Doch anstatt das eigene Handeln zu hinterfragen, sieht sich der Westen auch noch in einer moralisch höheren Position und versucht, wie zu Kolonialzeiten, andere Länder zu bevormunden und zu unterdrücken, sieht sich selbst aber als die freie Welt, in der die westlichen Werte verkörpert werden, die sich besonders deutlich an finanziellen Werten in den Steueroasen zeigen. Doch was hat es mit der vermeintlichen Demokratie in der westlichen Welt auf sich? Zunächst einmal ist die Demokratie gegenüber der Feudalherrschaft ein erstrebenswertes Ideal. Gleiche politische Rechte für jedermann, Wahlrecht, Wählbarkeit, Vorhandensein eines Parlaments und sich bekämpfende Parteien, Teilung der Gewalten werden in der bürgerlichen Ideologie zum Maßstab der Demokratie schlechthin. Der soziale Antagonismus zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, für die Masse der Arbeitnehmer weiterhin tägliche Realität, wird nicht in Betracht gezogen. Dadurch wird bis heute die Klassendiktatur der Bourgeoisie verschleiert. Der Rest der Welt wird von der bürgerlichen Ideologie oft schlicht als Autokratie betrachtet, völlig unabhängig davon, wie viele unterschiedliche Systeme außerhalb des westlichen Systems eigentlich existieren. Dabei fällt auf, dass der Schmähbegriff des Totalitarismus als angeblich unfreie Gesellschaftsform für die Volksrepubliken in China und Korea reserviert ist, während offen antidemokratische Monarchien wie Saudi-Arabien, in denen Gastarbeiter unter menschenunwürdigen Bedingungen schuften und sterben und Frauen keine nennenswerten Rechte besitzen, sogar als Freunde des Westens betrachtet werden. Die Menschenrechtslage spielt für den Westen nur dann eine Rolle, wenn er vermeintliche Untaten seinem Gegner in die Schuhe schieben kann. So versteigt sich der Westen immer wieder zu Behauptungen eines Genozids an den Uiguren in China, obwohl selbst die UN-Menschenrechtsbeauftragte Michelle Bachelet diese Beleidigung bereits widerlegt hat. Gleichzeitig werden Nachrichten über tatsächliche, gut dokumentierte Verbrechen wie die Zerstörung ganzer Nationen wie Libyen, Afghanistan, Jugoslawien oder des Iraks durch die NATO im Westen fast nie angeprangert und Whistleblower solcher Verbrechen wie Julian Assange für Jahrzehnte weggesperrt werden. Doch wozu der ganze mediale Aufwand, den Gegner dermaßen zu verteufeln? Vielleicht liegt es daran, den Erfolg des chinesischen Systems zu verschleiern, welches mit Hilfe der neuen Seidenstraße und dem chinesischen Sozialismus als Werkzeug ein Gegenmodell zum westlichen System erschafft. Das östliche System, das dem Unipolarismus Konkurrenz macht und stattdessen zum Vorteil aller handelt. Chinas System verkörpert womöglich keinesfalls die unmenschliche Autokratie, für die viele sie halten, sondern vielmehr ein System, das im Interesse der Mehrheit der Chinesen handelt. Diesen Gedanken an eine echte Alternative versucht der Westen aber konsequent zu unterdrücken. Vielen Dank.